Wir befinden uns ja in dem Zwiespalt, zum einen für möglichst viele Personen schnell zu bauen, aber auf der anderen Seite auch ökologisch zu bauen, energieautark zu sein, mit möglichst wenig Materialien zu bauen. Das Projekt P18 zeigt, dass beides in Kombination möglich ist. Mein Name ist Max Manschreck, ich bin Architekt in der Unternehmensgruppe Werner Sobeck und heute lade ich Sie ein, einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Stadtquartiers P18 zu werfen. Die Besonderheiten bei dem Stadtquartier P18 sind zum einen die äußerst kurze Bauzeit, die Materialreduktion in der Gebäudeherstellung und dass wir ein Plus-Energie-Quartier haben, was bedeutet, dass wir mehr Energie gewinnen, als wir benötigen. Wir stehen jetzt hier mitten im Quartier. Das Projekt besteht aus 6 Gebäuden, 330 Wohnungen. Alle Gebäude sind in einer nachhaltigen Holzmodulbauweise entstanden. Vorgefertigte Holzmodule wurden im 30-Minuten-Takt auf der Baustelle eingebaut und miteinander verbunden. Nun werfen wir mal einen Blick in eine der 4 Zimmerwohnungen. Alle Wohnungen sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Stuttgart. Die Wohnung besteht aus 2 Modulen. Das ist das Modul auf der rechten Seite und das Modul auf der linken Seite. Beide Module werden zu einer Wohnung gekoppelt. Bei der Auslieferung sind die Küchen installiert und montiert, Steckdosen, Lampen und das Bad ist Teil des fertigen Moduls. Die Holzmodule sind in einer Holzständerbauweise gebaut, was uns eben erlaubt, möglichst wenig Material zu verwenden. Insgesamt konnten wir 75% weniger Material benutzen wie bei einem konventionell hergestellten Gebäude. Das Gebäude wiegt insgesamt nur 1/6, was uns eben auch erlaubt, die Kellergeschosse entsprechend leichter zu dimensionieren. Insgesamt konnten wir einige Tonnen an CO2 dadurch einsparen. Nahezu alle im Projekt verwendeten Rohstoffe sind aus nachhaltigen Quellen. Die Module können komplett demontiert werden und an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden. 98% der verwendeten Materialien können recycelt werden. 82% können ohne weitere Verwendung direkt dem Materialkreislauf hinzugefügt werden. Bei der Planung zum Stadtquartier haben wir uns überlegt, wie wir in Zukunft Energie gewinnen möchten. Über eine Lebenszyklusanalyse haben wir festgestellt, dass ein Plus-Energie-Quartier die sowohl wirtschaftlichste als auch die nachhaltigste Lösung ist. Plus-Energie-Quartier bedeutet, dass jedes der 6 Gebäude mehr Energie erzeugt, wie wir im Jahresmittel benötigen. Alles natürlich aus regenerativen Energiequellen. Eine der 3 Arten, um Energie zu gewinnen, ist die PVT-Anlage auf dem Dach. Wir haben zum anderen eine fassadenintegrierte PV-Anlage an den Südseiten der Gebäude und auf den Balkondächern sind ebenfalls PV-Elemente angebracht. Gespeichert wird die Energie in Batterieräumen und kann so über den Tagesverlauf, über den Jahresverlauf wiederverwendet werden. Um den Wärmeverlust möglichst gering zu halten, haben wir eine Wärmerückgewinnung in Form der Charger unter den PVT-Kollektoren, eine Luftwärmepumpe auf dem Dach sowie eine Sohle-Wärmepumpe im Keller. Insgesamt erzeugen wir 350.000 Kilowattstunden jedes Jahr. Das ermöglicht uns, auf den Fernwärmeanschluss zu verzichten. Das gesamte Projekt wurde in einer Rekordzeit realisiert. Der erste Bauabschnitt wurde von Baufeldübergabe bis zu dem wirklichen Mietbeginn in lediglich 12 Monaten fertiggestellt. Ja, die Rekordzeit bei der Umsetzung ist natürlich besonders für den Bauherr entscheidend, der natürlich sein Mietobjekt schneller auf den Markt bringen kann, umso schneller wir fertig sind.
Das funktioniert natürlich nur, wenn alle Planungsleistungen im BIM wirklich bis zur letzten Schraube geplant sind, alles aus einer Hand kommt. Die gesamte Planung kam aus der Firmengruppe Werner Sobeck und von Aktivhaus. Im Stadtquartier P18 haben wir es geschafft, in kurzer Bauzeit möglichst viel Material einzusparen und sind energieautark und tragen somit zum seriellen Wohnungsbau an einem neuen Maßstab bei. Ich bin auf das Ergebnis dieses Projektes sehr stolz, freue mich, dass hier lebenswerter Wohnraum entstanden ist und könnte es mir persönlich selber sehr gut vorstellen, in einer der schönen Wohnungen zu wohnen.